Du steigst in ein Raumschiff, das dich ein Jahr lang durch das Universum trägt. Sterne ziehen an dir vorbei. Leuchtende Nebel schweben durch die Dunkelheit. Die Triebwerke brummen tief und mit jedem Tag entfernst du dich ein Stück weiter von der Erde. Doch bei deiner Rückkehr passiert etwas Unfassbares. Für dich ist ein Jahr vergangen, auf der Erde jedoch 50. Die Welt, die du kennst, existiert nicht mehr. Menschen, die dir nahe standen, sind gealtert. Manche sind verschwunden. Du hast nur eine Reise durch den Raum gemacht. Doch die Zeit selbst hat dich überholt. Es klingt wie Science Fiction, aber genau dieses Szenario ist eine direkte Folge der Physik, so wie Albert Einstein sie beschrieben hat. Vor über 100 Jahren erkannte er, Zeit ist kein fester, universeller Takt. Zeit kann sich verändern, sie kann sich dehnen, sie kann sich verlangsamen. Und genau in dieses erstaunliche Konzept tauchen wir jetzt ein. Klar, anschaulich, ohne Formeln und ohne komplizierte Physik. Lehn dich zurück. Wir betreten jetzt Einsteins neue Realität. Um Einstein zu verstehen, müssen wir begreifen, vor welchem Problem die Physik damals stand. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du sitzt in einem Zug, der mit 100 Kilometern pro Stunde fährt. Stell dir vor, du wirfst einen Ball nach vorne, vielleicht mit 20 Kilometern pro Stunde. Für dich im Zug fühlt sich das normal an. Der Ball fliegt eben mit 20 Kilometern pro Stunde. Für jemanden, der draußen am Bahnsteig steht, sieht es jedoch anders aus. Für ihn kombiniert sich deine Wurfbewegung mit der Geschwindigkeit des Zuges und der Ball bewegt sich folglich mit 120 Kilometern pro Stunde. So funktioniert unser Alltag. Geschwindigkeiten addieren sich einfach. Das war das Weltbild von Newton. Logisch, vertraut, intuitiv. Aber dann kam das Licht. Ende des 19. Jahrhunderts führten Albert Michelson und Edward Morley ein Experiment durch, das eigentlich nur bestätigen sollte, was man ohnehin erwartete. Man ging davon aus, dass sich die gemessene Laufzeit des Lichts leicht verändern müsste, je nachdem, ob sich die Erde gerade auf eine Lichtquelle zubewegt oder sich von ihr entfernt. Doch das Ergebnis war ein Schock. Die Lichtlaufzeit blieb immer gleich, unabhängig davon, wie sich die Erde bewegte, unabhängig davon, wer die Messung durchführte, unabhängig von der Richtung des Lichts. Dieses Resultat passte in kein vorhandenes physikalisches System. Denn wenn sich Geschwindigkeiten normalerweise addieren, warum tat das Licht es nicht? Warum verhielt es sich wie ein absoluter, unveränderlicher Wert, den nichts beeinflussen konnte? Die Physik steckte fest. Und genau an diesem Punkt machte Einstein etwas, das niemand erwartet hatte. Er stellte das Fundament der Physik in Frage. Einstein erkannte etwas Revolutionäres. Wenn die Lichtgeschwindigkeit für jeden Beobachter gleich bleiben muss, egal wie schnell er sich bewegt, dann kann sich nicht das Licht anpassen. Dann muss sich etwas anderes verändern. Die Zeit. Bis dahin glaubte man, Zeit sei ein universeller Taktgeber, der überall im Kosmos gleich schnell vergeht. Ein fester Rhythmus, unveränderlich. Doch Einstein zeigte, dass dieses Bild nicht stimmt. Zeit ist flexibel. Sie kann sich strecken und dehnen und langsamer vergehen, wenn man sich schnell bewegt. Um das zu verstehen, betrachten wir eine Lichtuhr. 2 Spiegel, zwischen denen ein Lichtstrahl hin und her läuft. Jedes Mal, wenn der Strahl den unteren Spiegel trifft, zählt die Uhr 1 Sekunde weiter. Solange die Uhr stillsteht, bewegt sich der Lichtstrahl in einer klaren, geraden Linie. Doch sobald sich die Uhr selbst durch den Raum bewegt, verändert sich der Weg des Lichts. Während es nach oben läuft, hat sich die Uhr zur Seite weiter bewegt. Der Strahl muss nun diagonal laufen, eine längere Strecke, und weil die Lichtgeschwindigkeit niemals variieren darf, bleibt nur eine einzige Möglichkeit, damit alles zusammenpasst. Die Zeit in der bewegten Uhr muss langsamer vergehen. Dieser Effekt heißt Zeitdilatation. Und er ist nicht theoretisch, nicht philosophisch, sondern real und messbar. Je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht deine eigene Zeit. Bei normalen Geschwindigkeiten ist der Unterschied winzig. Aber wenn du dich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, kann ein einziges Jahr für dich vergehen, während auf der Erde Jahrzehnte verstreichen. Zeit ist also nicht absolut, sie ist relativ und sie folgt nicht unseren Intuitionen, sondern den Gesetzen der Natur. 1971 wurde dieser Effekt erstmals unter Alltagsbedingungen gemessen. 4 identische Atomuhren wurden präzise miteinander synchronisiert. 2 blieben am Boden. 2 wurden in Passagierflugzeuge gesetzt, die die Erde in entgegengesetzter Richtung umrundeten. Als die Flugzeuge zurückkamen, verglich man die Zeiten. Die fliegenden Uhren gingen leicht nach, exakt so, wie es die Relativitätstheorie vorhergesagt hatte. Es waren nur wenige Nanosekunden, doch sie waren echt.
Und sie waren ein weiterer Beweis dafür, dass Zeit kein universelles Maß ist. Sie ist abhängig von Bewegung, sie ist relativ. Um die Konsequenzen zu verstehen, betrachten wir eines der eindrucksvollsten Gedankenexperimente der Physik, das Zwillingsparadoxon. Zwei eineiige Zwillingsschwestern, Anna und Lea, sind beide 20 Jahre alt. Lea steigt in ein Raumschiff und reist zu einem Stern in 10 Lichtjahren Entfernung und wieder zurück, und zwar mit 99% der Lichtgeschwindigkeit. Für Anna auf der Erde vergehen dabei rund 20 Jahre. 10 Jahre hin, 10 Jahre zurück. Doch für Lea vergeht die Zeit viel langsamer. Durch ihre enorme Geschwindigkeit erlebt sie vielleicht nur 3 Jahre. Wenn Lea zurückkehrt, ist Anna etwa 40 Jahre alt. Lea hingegen ist gerade einmal 23. Beide Schwestern haben denselben Start ins Leben erlebt, doch ihre Reisen durch die Zeit verliefen völlig unterschiedlich. Und die scheinbare Paradoxie löst sich auf, sobald man erkennt, Lea wechselt während der Reise das Bezugssystem, weil sie beschleunigt, bremst und die Richtung ändert. Anna hingegen bleibt die ganze Zeit im selben Bezugssystem. Genau deshalb altern die beiden so unterschiedlich. Einstein fand heraus, dass nicht nur die Zeit flexibel ist. Auch der Raum verändert sich drastisch, wenn man sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Objekte, die sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, werden in Bewegungsrichtung messbar kürzer. Dieses Phänomen nennt man Längenkontraktion. Stell dir ein Auto vor, das mit nahezu Lichtgeschwindigkeit an dir vorbeischießt. Für dich sieht es aus, als wäre es auf die Hälfte seiner Länge zusammengestaucht, wie eine Ziehharmonika, die jemand fest zusammendrückt. Für den Fahrer hingegen wirkt alles völlig normal. Sein Auto hat die gewohnte Länge. Dafür ist für ihn die Außenwelt verkürzt. Straßen, Häuser, Landschaften. Und je näher du der Lichtgeschwindigkeit kommst, desto dramatischer schrumpft der Raum um dich herum. Zeit und Raum verändern sich gemeinsam. Sie sind zwei Seiten derselben Realität. Einstein fasste dieses Zusammenspiel in einem neuen Konzept zusammen: die Raumzeit. Sie ist nicht einfach eine Bühne, auf der das Universum stattfindet. Sie ist das Universum und sie passt sich jeder Bewegung an. Das vielleicht Unglaublichste an der speziellen Relativitätstheorie ist, dass Einstein sie nicht in einem Labor entwickelte. Er hatte keine Messgeräte. Keine gläsernen Vakuumkammern, keine Daten von Satelliten oder Teilchenbeschleunigern. Er saß im Patentamt in Bern, in einem kleinen Büro, ein Schreibtisch, ein Fenster zur Straßenbahn und eine außergewöhnliche Fähigkeit, Fragen zu stellen, die sonst niemand stellte. Er dachte darüber nach: Was würde ich sehen, wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege? Wie verändert sich die Zeit, wenn zwei Beobachter sich unterschiedlich schnell bewegen? Und was passiert, wenn wir unser vertrautes Bild von Raum und Zeit loslassen und stattdessen nur die Naturgesetze selbst sprechen lassen? Aus reiner Logik, verbunden mit tiefem physikalischem Verständnis, erschuf er eine Theorie, die unser Bild des Universums für immer verändern sollte. Fassen wir zusammen. Erstens, Zeit ist keine feste Größe. Je schneller du reist, desto langsamer vergeht sie für dich. Zweitens, mit zunehmender Geschwindigkeit verändert sich auch der Raum. Objekte wirken kürzer, Entfernungen schrumpfen. Drittens, Zeit und Raum bilden ein gemeinsames Gefüge, die Raumzeit. Viertens, die Lichtgeschwindigkeit ist die absolute Grenze, das Fundament, auf dem das gesamte Universum aufbaut. Und das ist nicht nur Theorie. Jedes moderne Navigationssystem, jedes GPS-Signal, jede präzise Zeitmessung funktioniert nur, weil Einsteins Relativität berücksichtigt wird. Ohne sie liegen wir kilometerweit daneben. Einstein hat uns gezeigt, dass die Realität viel flexibler, dynamischer und überraschender ist, als wir es uns je vorgestellt hätten. Und gleichzeitig ist sie wunderschön logisch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Like da, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, welcher Teil hat dich am meisten überrascht. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, jedes Mal, wenn du dich bewegst, reist du durch die Zeit. Ein kleines bisschen anders, als du vielleicht erwartest.